Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Fast 5 Monate habe ich jetzt hier auf der Mangbean Farm gearbeitet und ich bin endlich fertig. Jetzt beginnen die letzten Wochen in Australien und es ging erstmal mit dem Fernbus zurück nach Brisbane. Ja, ein letztes Mal zurückschauen. Ich habe ja lang gar nicht mehr gezeigt, wie so die Hostels aussehen und dann gedacht, hier, ich mache mal wieder ein paar Aufnahmen. Ja, hier ein schönes Achterzimmer, ist viel Platz. Ja, noch das Bad, eine gute Küche, ein schönes Rooftop, wenn man eine schöne View hat auch auf die Skyline und gute Aufenthaltsräume halt. In den ersten Tagen zurück in Zivilisation habe ich natürlich die Stadt erkundet und war auf dem Mount Coot-tha. Da gibt es eine sehr schöne View über die ganze Stadt hinweg. Weitere Highlights waren der Botanische Garten oder auch das Brisbane Sign. Ja, es gibt viele Kathedralen, Shoppingmeilen, Streetfood. Ja, die Stadt ist voll davon. Und es gibt hier sogar einen kleinen Strandbereich mitten in der Stadt, so direkt am Fluss. So vom Stadtlayout hat mir Brisbane nicht ganz so gut gefallen. Also da fand ich, waren andere Städte leichter zu durchschauen und es war angenehmer, sich durch die Stadt zu bewegen. Dafür ist Brisbane mit seinem modernen Look und den neuen Hochhäusern wirklich extrem schön. Und gerade bei Nacht hat das alles einen sehr schönen Look, ist sehr schön beleuchtet und da hat mir Brisbane, was das angeht, am besten gefallen tatsächlich. So, ich wollte jetzt hier nochmal einen kleinen Einblick geben, wie meine Videos entstehen. Das ist jetzt so aufgebaut, dass man quasi sieht, wie das von Anfang bis Ende entsteht, das Video. Wir schauen uns hier diese 4 Punkte nacheinander an. Also wie plane ich die Videos, wie ich alles filme, dann noch ein paar Basics zum Schnittprogramm und schlussendlich noch der Upload bei YouTube. Also die ganze Thematik rund um die Videotechnik ist natürlich unglaublich komplex. Wir kratzen hier wirklich nur an der obersten Oberfläche. Aber gut, starten wir mit der Planung. Bei der Planung gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Und es kommt dann immer ein bisschen aufs Video an. Für manche Videos schreibe ich ein richtiges Skript. Ich plane dann auch, was für Bildmaterial soll gezeigt werden, wie soll das mit der Kamera aussehen. Beispiel für richtig geplante Videos wären jetzt die ich einblende. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich erst alles filme und quasi erst was erlebe und dann im Nachhinein quasi das Video so zusammenschneide, wie ich es erlebt habe. Ja, das waren zum Beispiel meine Roadtrips oder die Videos in Neuseeland. Und in den meisten Fällen ist es, wie gesagt, dann einfach so ein Zusammenbasteln der ganzen Puzzleteile. Gut, nächster Punkt, wie filme ich die ganzen Sachen, wie sind die Aufnahmen? Alles, was ihr bisher in den Videos gesehen habt, wurde mit diesem Handy gefilmt und mit diesem Selfie-Stick in Kombination meistens. Das Handy ist ein Samsung Galaxy S21, also schon ein paar Jahre alt, leistet hier aber noch beste Arbeit. Und ich finde dafür, dass alles mit dem Handy gevloggt wurde, ist die Qualität schon sehr stark. Manchmal nutze ich auch ein Ansteckmikro wie das jetzt hier. Das ist dann besonders gut, wenn ich weiter weg von der Kamera sitze. Sprich, jetzt habe ich auch hier 1 Meter Abstand ungefähr. Wenn ich jetzt irgendwo in einem Haus bin, mal was vlogge oder so, dann mache ich das alles einfach so mit dem Handy direkt aus der Situation heraus. Natürlich gibt es dann noch Aufnahmen mit meiner Drohne. Das ist eine DJI Mini 2 SE, kann ich auch absolut empfehlen, ist sehr günstig im Vergleich und ja, man hat damit wirklich richtig gute Qualität, was die Drohne angeht. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen auch noch eine GoPro geholt, um da auch einfach noch mehr Möglichkeiten zu haben, mehr zu filmen. Noch eine kleine Anekdote zur Filmtechnik, also für das Zuschauerauge ist es immer besser anzuschauen, wenn die Kamera immer von verschiedenen Perspektiven kommt. Ja, Kamera mal von links, mal von rechts, von oben, von unten, von der Ecke raus. Und das ist dann eigentlich ja, wichtig, dass da immer ein bisschen Abwechslung da ist. Und das muss ich natürlich, während ich vlogge, während ich was erlebe, ja schon mitbedenken und im Kopf haben. Und das ist natürlich etwas, das lernt man über Zeit, da wird man auch besser drin. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Berg hochsteige, da muss ich ja in diesen Momenten das so vloggen und schon wissen, okay,
ich will das später so und so haben, weil ich kann ja irgendwann nicht nochmal hoch auf den Berg, ne? Also da muss man immer ein bisschen das im Kopf haben. So, das Schnittprogramm. Ich nutze ein Schnittprogramm mit dem Namen DaVinci Resolve und das ist eins der besten kostenlosen Schnittprogramme, die man haben kann. Hier hat man wirklich unendlich viele Möglichkeiten, die Videos zu bearbeiten. Hier würde ich einfach nur schnell ein paar Basics zeigen. So, willkommen hier im Schnittprogramm. So sieht's aus. Hier verbringe ich eigentlich auch die meiste Zeit. Sieht vielleicht alles erstmal ein bisschen unübersichtlich aus, aber man kann sich da ganz schön reinfuchsen. Also das Blaue, was man hier sieht, das ist das ganze Bildmaterial. Ja, Bilder, Videos, alles, was man auf dem Bildschirm sieht. Das Grüne, das sind die ganzen Tonspuren. Ja, das Gesagte ist hier in verschiedenen Tracks. Dann kann hier auch noch Musik rein. Da werde ich am Ende auch nochmal einen Screenshot einblenden, wie es komplett fertig aussieht, weil das ist jetzt noch wirklich mitten im Schnitt. Das ist auch das Video, was ihr gerade seht. Und der Teil kommt dann nämlich hier in diese Lücke wieder reingekattet. Man kann hier oben bei Effekten, kann man zum Beispiel in die Übergänge anpassen, man kann Effekte einbauen, man kann dann hier, wie gesagt, auch Texte einfügen. Ja, ganz viel Schnickschnack, kann man ganz viel machen. So, gehen wir nochmal schnell in die Nahaufnahme rein. Wie ist das, wenn man jetzt hier schneidet? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, mir ist jetzt die Lücke zu groß, ich will, dass es flüssig gesprochen wird, kann ich hier einfach einen Cut setzen, kann das entfernen und dann habe ich hier einen flüssigen Übergang. Und so kann man natürlich auch dann ganz am Ende die Musik entsprechend auf die Bilder perfekt anpassen, schön Beat-Drop auf den perfekten Moment setzen. Das ist natürlich hier nur wirklich der Basic-Cut, sage ich mal. Gut, wenn das Video quasi fertig ist, lade ich das bei YouTube hoch, dann kann ich da noch verschiedene Einstellungen machen, auch zum Beispiel das Thumbnail, also das Bild, was man am Anfang sieht, bevor man auf das Video draufklickt. Für ein normales Standardvideo brauche ich so ungefähr 10 bis 15 Stunden von Anfang bis Ende. Zum Beispiel für beide Neuseeland-Videos habe ich insgesamt 30 Stunden investiert. Das waren halt sehr aufwendige Videos und waren auch 2 Videos auf einen Schlag. Aber natürlich wird man in Dingen immer schneller, aber man verbessert sich ja auch und dann kommt ein gewisser Qualitätsstandard hinzu und den muss man natürlich auch halten oder den will ich auch halten. Und zum Beispiel Übergänge bei verschiedenen Themen und so weiter und so fort. Und das tut natürlich dann die Bearbeitungszeit im Endeffekt wieder hochschrauben. So, das war ein klitzekleiner Einblick in die Videotechnik, wie ich hier meine Travel-Vlogs mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, weiter mit dem Video. Ja, good morning. Wir sind hier oben am Deck und heute geht's aufs Great Barrier Reef. Mit diesem schönen Katamaran ging es dann knapp 2 Stunden raus aufs Meer zum Great Barrier Reef. Da gab es ein bisschen Briefing für alle. Ja, uns wurde die Schnorkelausrüstung gegeben und ich gehe später ja auch noch richtig tauchen. Deswegen habe ich dann auch noch so richtige Tauchausrüstung dann später bekommen. Und ich würde sagen, let's go. Wir tauchen rein ins Great Barrier Reef. Schon mit dem Trip vom Great Barrier Reef. Also ich war zweimal schnorkeln und einmal tauchen, das war richtig geil.
Leider habe ich vom richtigen Tauchgang keine Videoaufnahmen, aber das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich richtig tauchen war. Fazit, war absolut geil, kann ich jedem empfehlen, da bei den Korallen zu schwimmen, und es gab unglaublich viele Fische, viele verschiedene Farben. Also es war so schön und ich würde sagen, Great Barrier Reef abgefrühstückt. Ja, meine letzten Wochen hier in Australien verbringe ich in Cairns. Gestern das Great Barrier Reef war schon super. Es gibt hier auch einen schönen Bereich am Meer, da chill ich gerade. Oder es gibt auch verschiedene Markts, wo man sich zum Beispiel für $70 die Karten lesen lassen kann. Ansonsten ist es hier eher ruhig. Ich mag das, man kann sich hier ein bisschen entspannen. Das war's schon mit dem Video. Also wenn es euch gefallen hat, subscribe gerne den Channel, lasst mir einen Daumen auf dem Video da, das würde mich sehr unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Solange sage ich, Schmidi, bleibt on Tour.